sage nicht ohne Grund, dass Blind Buys sackgefährlich sind, weil ich selber bin da schon häufiger mal drauf reingefallen und habe meine ach so gute Kenntnis von dem, was mir gefällt oder nicht, ordentlich ordentlich in die Scheiße gegriffen. Nicht, dass diese Düfte jemals schlecht waren, sondern sie waren einfach nichts für mich. Und das ist so generell, glaube ich, so das Ding. Also hier der Disclaimer, ich rede nur über meine persönliche Meinung. Über was anderes kann ich nicht reden. Ich maße mir nicht an, zu sagen, ob ein Duft schlecht ist, weil die wenigsten Düfte heutzutage sind wirklich schlecht. Aber deswegen müssen sie mir ja trotzdem nicht gefallen. Hier ist jetzt mal eine erschreckend lange Liste an Blind Buys, die gehörig in die Hose gegangen sind. Und deswegen sage ich immer, Leute, bitte probiert die Düfte vorher selber zu Hause aus, weil ja einfach mehr von, weil niemand hat Geld zu verschenken, oder? Ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense gelandet. Hier geht es hauptsächlich um außergewöhnliche und besondere Düfte, die vielleicht nicht dauerhaft überall besprochen werden. Gerade deswegen sind die manchmal auch nicht unbedingt gut zu samplen und ja, dann kommt es zu so Situationen, zu denen es jetzt halt auch kam. Mit sehr missglückten Blind Buys. Wenn euch so Content gefällt, würde ich mich total freuen, wenn ihr hier ein Abo dalasst. Vielleicht auch gerne das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Wir gehen rein. Wir gehen rein, wenn ich meine Tabs finde. Wo sind meine Tabs? Failed Blind Buys. Okay. Wir starten mit einem Failed Blind Buy, der gerade mir als absoluten Zoologist Superfan echt schwer gefallen ist, das auch zuzugeben, weil wer kennt es nicht? Wir kaufen einen Duft und reden uns dann selber ein, dass wir den total toll finden. Dabei finden wir den vielleicht gar nicht so toll. In diesem Fall ging es mir auch so mit dem Zoologist Rabbit. Montags werde ich darüber nochmal in anderer Stelle über diesen Duft sprechen. Es sei nur so viel gesagt, das ist kein schlechter Duft, der ist nur sehr süß, sehr gourmandig und auf meiner Haut brennt er einfach leider sehr schnell runter auf diese Vanille-Keksteig-Mandelbasis. Ist jetzt nicht unbedingt meins gewesen. Daher, ich war total hyped, habe ihn blind bestellt und habe ihn, ich glaube, schon nach einer Woche wieder einfach verkauft, weil das war leider wirklich gar nichts für mich. Warum ist das denn? Ich bin hier zu dumm, ne? Wir bleiben mal bei sehr ungewöhnlich, weil ja, sowas mag ich halt. Die Brand Unleashed Apothecary gibt es schon gar nicht mehr, aber als es sie noch gab, hatten sie eine neue Linie und zwar die African Line und da klang, ich glaube, da waren nur 2 oder 3 Düfte davon draußen auf der Internetseite und da bin ich über die gestolpert. Und da habe ich mir den African Jungle geholt. Der klang so geil von den Noten her, Hyraceum, animalisch, mit floralen Noten, dunkel. Hatte ich Bock drauf, weil, wie ihr vielleicht in einem anderen Video schon gesehen habt, ich stehe sehr auf weit und so dschungelige Düfte. Ja, der war es dann irgendwie nicht. Den habe ich probiert und der kam dann an. Ich war erstmal von der Umverpackung ein bisschen enttäuscht, aber das tut nichts zur Sache. Der kam an, ich habe ihn aufgesprüht und der roch halt einfach wie so ein ganz stinknormaler, ja, schon fast floraler Designer. Keine Animalik, kein Dreck, kein nichts irgendwie Besonderes. Also der war einfach mir wirklich zu langweilig. Ganz einfach. Und für zu langweilig dann doch, was hat der gekostet? Die 50 Milliliter, 200 Euro, roundabout. Ja, nee. Nee. Ich habe dann noch die komplette African Line getestet mit Samples und war von der kompletten Linie nicht so richtig der Fan. Mittlerweile gibt es die Marke nicht mehr, alles wurde abverkauft. Ich glaube, bei Equation Natural gibt es noch ein paar Restbestände an Flaschen, aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, das in diesen Mini-Abfüllungen mal zu testen, bevor man sich da einem Blind Buy hingibt, weil das könnte man vielleicht einfach lassen. So. Noch ein absolut gefailter Blind Buy von mir ist leider von Maison Crivelli. Und zwar habe ich den Duft sehr günstig geschossen, deswegen habe ich da überhaupt zugeschlagen, weil ich den vorher noch nicht getestet habe, obwohl ich Maison Crivelli hier in der Stadt testen kann. Den hatte ich aber noch nicht unter der Nase. Ich habe aber so ein gutes Angebot bekommen, dass ich mir dachte, komm, scheiß drauf. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Weihrauch, dies, das, Ananas, das passt schon. Ja, weit gefehlt. Ich habe mir dann den Ambre Chromatique von einem Bekannten, dem habe ich den abgekauft. Hätte ich das mal gelassen. Ne? Also
da ist so eine Osmanthus-Note gerade am Start drin. Davana mit Osmanthus gemischt im Start. Und das ist einfach so süß und so fruchtig und so. Nee, ich kann das nicht. Das ist einfach, nee, das ist nicht meine Welt. I'm sorry, aber nee. Den habe ich gerochen. Ich habe versucht, mir noch so ungefähr 3 Stunden einzureden, dass ich den Duft gar nicht so schlecht finde. Ja, ich habe ihn in derselben Woche noch verkauft. Ich weiß, es gibt Leute, gerade in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die den Duft echt geil finden, aber nee, nee, da gibt es viel schönere Sachen von Crivelli. Es war einfach wirklich dumm, dass ich den einfach blind gekauft habe, weil ich hatte nichts von dem Weihrauch, absolut gar nichts. Es hieß, der riecht ach so weihrauchig, so ein rauchiger Amberduft. Ja, für mich war der einfach nur fruchtig, süß und belästigend. Also nicht meins. Denn selbst ein gutes Angebot ist einfach rausgeschmissenes Geld, wenn dir der Duft nicht gefällt und du ihn vor allen Dingen dann nicht zum selben guten Angebot wieder rausmachen kannst, also weiterverkaufen kannst, ohne dass du Minus machst. Das ist einfach ärgerlich. In der Zeit, wo ich vor allen Dingen so auf coole Flakons abgefahren bin, habe ich halt auch Filippo Saccinelli entdeckt. Und da gab es dann, ich glaube, bei Beauty Now war das, gab es dann mal Tester von Saccinelli zu schießen. Und da habe ich dann zugeschlagen. Den But Not Today, den hatte ich mir da gekauft, den hatte ich aber vorher getestet, den fand ich richtig geil. Und dann habe ich mir so angeguckt, was es da noch so gibt und habe dann auf Parfumo festgestellt, ja, okay, von den Noten, Symphonie Passione, das könnte was sein. Oder Symphonie Passion, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist halt italienisch. Bestellt, ausgepackt. Nee. Die Noten hier, also du siehst die Noten Zitrone, Pfingstrose, Vetiver, Kaschmeran, Zedernholz, Moschus, Sandelholz. Klingt erstmal eigentlich nach einem Safe Call, war es nicht. Also der Duft riecht für mich einfach trocken, so endkrass trocken, so vertrocknete Wüste, vertrocknetes, sprödes Holz. Also schon wirklich, das saugt alle Feuchtigkeit aus deinem Umfeld raus. So anstrengend fand ich diesen Duft. Und nee, nee, das war es einfach nicht. Den habe ich dann auch später wieder verkauft. Also ich glaube, alle Düfte, die ich hier drauf habe ich gekauft und habe sie dann zum Glück wieder weiterverkaufen können und habe meistens nicht so richtig krass Minus gemacht. Aber selbst das, Lehrgeld, selber schuld. Aber der Flakon ist richtig hübsch. Aber wegen einem Flakon behalte ich ja dann halt auch keinen Duft. Was uns genau weiter zu einem Xerjoff-Duft bringt. Und zwar der Empyrean von Xerjoff ist aus dieser Blue Chemie-Reihe. Aus der K-Collection, sieht wunderschön aus, der Flakon. Das war auch noch die Zeit, wo ich Xerjoff irgendwie zumindest okay fand. Ja, ich habe den Duft auch wieder für einen guten Angebotspreis geschossen. Dachte, ja, komm, wird schon. Nee, einfach. Der sieht so eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, die Bewertungen sind auch gar nicht mal so krass schlecht. Ist halt ein rauchiger Tabakduft. Und ich dachte mir nur so, ja, rauchiger Tabakduft, dunkel, kriegen wir hin? Nee, für mich riecht er einfach nach Red Tobacco. Red Tobacco in sehr, sehr, sehr edel, keine Frage. Aber der geht schon stark in diese Richtung von Red Tobacco und nee, nee, den mag ich nicht. Das ist so ein richtiger Traumaduft von mir. Habe ich gar keinen Bock drauf. Nee. Und da ist dann halt auch wieder der Punkt. Der Flakon ist richtig krass hübsch, aber ja, also mein Shelf Space ist jetzt dann doch auch so ein bisschen begrenzt, dass ich nicht einfach Parfüms aufbewahre, nur weil sie hübsch sind. Ich muss die schon tragen. Also deswegen wird da regelmäßig halt auch mal wieder was rausgeschmissen. Ein weiterer Duft, den habe ich getauscht. Also es war natürlich trotzdem blind und es war dumm so ein bisschen, aber das war auch wieder so ein guter Kurs, dass ich mir dachte, komm, da machst du nichts falsch. Ja, der Pustekuchen. Fanny of Flames von Nishane ist einfach viel zu stark. Ich stehe jetzt eh nicht so auf Kokosnussdüfte. Das ist noch einer der Kokosnussdüfte, die ich noch so am verträglichsten finde. Aber wenn ich den Duft aufsprühe und einfach die nächsten 4 Stunden
keine Luft mehr bekomme und ständig niesen muss, weil mich der Duft so stark in der Nase und in den Atemwegen angreift, dann ist es vielleicht einfach nicht mein Duft. Und so war das bei dem Nishane, was jetzt halt dann natürlich dafür gesorgt hat, dass der früher oder später dann rausgeflogen ist. Ich habe es wirklich probiert. Das war so ein typischer Fall von, das war auch noch relativ am Anfang meiner Duftreise, wo man sich dann versucht einzureden und schön zu reden, dass der Duft ja eigentlich gar nicht so schlecht ist und vielleicht könnte ich den... Nein, glaub mir, nein, du wirst diesen Duft, wenn du den nicht geil findest und so der irgendwas mit dir auslöst, was du nicht so hardcore feierst, du wirst den nicht tragen, du wirst nicht zu dem greifen. Es wird nicht der Moment kommen, wo plötzlich dieser Duft perfekt in dein Leben passt. Akzeptiere einfach, dass du ins Klo gegriffen hast. Verkauf ihn, nimm den Verlust in Kauf, zieh weiter und ab sofort sample halt, bevor du was kaufst. So ging es mir halt mit dem Nishane. Absolut kein schlechter Duft, aber boah, der ist halt einfach viel zu stark. Also sowas, diese verbrannte Kokosnuss und dieser Rum und dieser Rauch und DNA fast cool, aber das so auf 50% Lautstärke wird es halt auch wirklich tun. Und dann kommen wir zum letzten, wirklich super krass gefällten Blind Buy und das war der Marrakesch von The Nose Behind. Da hatte ich den Au Cœur du Dessert von Tower noch nicht, wollte aber was in die Richtung, habe mir die Noten angeguckt, das war ganz neu, das war irgendwie Black Friday Angebot, war dann natürlich auch wieder, ne? Also vielleicht erkennst du das Muster, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so Angebote, da greift man dann klickt man da vielleicht doch nochmal, ohne mehr drüber nachzudenken und verrät alle seine Prinzipien wegen dem Blindbein und schlägt dann einfach zu. Ja, so war das bei dem The Nose Behind bei mir. Black Friday, ganz neu auf dem Markt, keine Bewertung, nichts. Nee. Orangenfrische, die dann plötzlich kippt in sowas, würzig ambriertes, irgendwie nichtssagend, irgendwie total unspeziell noch dazu. Man verhafte mich dafür jetzt bitte nicht, aber The Nose Behind, 180 € für 100 Milliliter, dann so ein billiger Plastikverschluss. Das Case ist noch ganz nett. Direkt bei The Nose Behind bestellt, noch nicht mal eine Probe mit dabei, gar nichts. Jetzt, also, nö. Die haben danach auch nie wieder Geld von mir gesehen und werden das auch zukünftig nicht. War ich ein bisschen enttäuscht. Duft war jetzt auch wirklich einfach nichts Besonderes, sehr langweilig. Habe den dann verkauft und habe mir den Au Cœur du Dessert von Tower gekauft, der halt das Ganze in richtig gut umgesetzt ist. Und ja, also das ist vielleicht auch so ein Ding, wenn ihr Sachen kauft, weil ihr was anderes gerne hättet und euch das aber vielleicht nicht leisten könnt oder warum auch immer. Der ist noch nicht mal so teuer, der Tower. Es war einfach sehr viel geistige Umnachtung dabei bei mir. Die Alternative, die wird dich, wenn du ähnlich gestrickt bist wie ich, wird die dich einfach nicht zufriedenstellen und früher oder später kaufst du dir dann doch das Original. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Man kennt's. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen, was dein absolut gefailter Blind Buy war. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.